Seine M auch noch auf Hero oder nur den Jojo-Jester? Ich habe schon oft gesagt, ich level einfach so lange, bis das Server vorbei ist. Und welches Level ich dann bin, dieses Level bin ich dann, Sir. Welches Level das ist mir eigentlich ziemlich egal. Relativ. Ich meine, 125 soll es schon sein, aber es ist noch über einen Monat Zeit und mir fehlen nur noch 8,5 Level. 8 2/3 Level. Und die größte Level-Session des Jahres, naja, nicht des Jahres, na, man streicht das. Die größte Level-Session des letzten Quartals steht noch bevor. Der Tag des FEC-Tournaments. Mitte Oktober. Dort werde ich nebenbei vermutlich leveln, so wie letztes Jahr. Und es war zwar nicht allzu produktiv letztes Jahr, weil ich habe, glaube ich, keine Amplis aktiviert. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Ich meine, man kann sich auch einfach ausloggen, also ich denke schon, dass ich diesmal Amplis aktivieren werde, sonst lohnt es sich nicht wirklich. Also schon, aber klar, mit Amplis besser. Und dann sollte das kein Problem sein, wenn man da so quasi effektiv 5 Stunden levelt, sag ich mal. Also letztes Jahr ging es gleich 8,5. Als es vorbei war, haben wir noch ein bisschen drüber gequatscht. Halbe Stunde noch so gelevelt. Und ja, also ich denke mal, es werden so effektiv 5,5 Stunden. 5,5. Und das sollten selbst ab 120 Minimum 2 Level sein. Minimum. Selbst bei nicht 100%iger Produktivität. Und wie gesagt, das ist erst in einem Monat. Bis dahin, wie gesagt. Und dann ist er immer noch nicht vorbei, dann sind es immer noch 10 Tage. Und ich werde ja auch irgendwann aufhören, Dungeons zu farmen, weil, wie ihr alle wisst, oder, na gut, wir wissen es noch nicht sicher, aber so wird es höchstwahrscheinlich sein, kann man diese Fragmente hier nicht mitnehmen, sondern nur die Boxen. Also diese Weapon Piercing Card Boxen, die kann man mitnehmen, aber nicht die Fragmente. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Server endet am 23. und du hast am 22. 5 Fragmente. Das wäre komplett bescheuert. Das heißt, du würdest halt... Ich meine, ich mache nicht mehr als 5 Runs am Tag für gewöhnlich. Das heißt, für mich wären das so eigentlich 10 Tage. Ich meine, man kann mal einen Run mehr machen oder auch einen weniger, je nachdem, wie es sich halt ausgeht. Aber vor allem für die A-Karten-Fragmente und auch natürlich für die Ultimate Jewel-Fragmente, also für die verfluchten Juwelen-Fragmente, würde ich schon gucken, also ja, so ab der 1. Oktoberwoche oder so, würde ich vermutlich gucken, dass sich das irgendwie halbwegs ausgeht. Also sowohl mit den Fragmenten von den Karten als auch von den Juwelenfragmenten. Und dann wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, stopp, jetzt mache ich keine Runs mehr, weil habe keinen Bock, die Fragmente dann... Also habe keinen Bock mit 45 Fragmenten oder so aufzuhören. Beziehungsweise auch keinen Bock, dass ich dann einen Tag ultra viele Dungeons machen muss, um am Ende noch die Fragmente oder die Karte zu kriegen oder whatever. Und, yeah. Das ist so das Ding. Das heißt, die letzten vermutlich mindestens 2-3 Tage werde ich nur noch leveln dann auch. Also, und das alles kommt noch, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das absolut kein Problem sein dürfte, auf jeden Fall mit dem Jester 125 zu werden. Da jetzt schon 2-3 Tage richtig krass leveln wahrscheinlich reichen würde mit Amplis. Und wie gesagt, es ist noch über einen Monat. Und ich mache jeden Tag zumindest ein bisschen Progress. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich mache die Runs doch nicht nur für die Fragmente. Doch, eigentlich schon. Also ich will auf jeden Fall 10 A-Karten im Jojo haben, es fehlen noch 5. Ich meine, das ist eigentlich saudämlich, weil es dann sowieso bessere Karten geben wird. Bessere Waffen meine ich natürlich. Karten, keine Ahnung, ob es bessere Karten geben wird. Ich hoffe nicht. Aber bessere Waffen wird es auf jeden Fall geben. Das heißt, die Karten, die alten Waffen zu ballern, kann man drüber streiten, ob sich das so sehr lohnt. Aber in dem Fall kriege ich die Karten ja geschenkt. Und ich gehe mal davon aus, dass das mit den A-Fragmenten so weiterlaufen wird. Also wenn du den Behemoth-Dungeon machen wirst, gehe ich davon aus, dass du weiterhin die A-Fragmente kriegst. Dass es die dort gibt. Und, wenn das so ist, dann
sage ich mal, bis du die neuen Waffen besitzt, bis die so günstig sind, dass man sich leisten kann, oder man sie vielleicht sogar selber gedroppt hat, wirst du höchstwahrscheinlich schon wieder mindestens 5 A-Karten zusammen haben, weil wir wissen ja alle, wie die Droprate von Wilds of Burodeng ist. Quasi nicht existent. Beim Behemoth Dungeon wird es vermutlich nicht großartig anders sein. Und selbst ein Jojo wird am Anfang teuer sein. Alles ist am Anfang teuer. Beziehungsweise unverhältnismäßig teuer. Ich meine, das Jojo wird natürlich viel günstiger sein als die Axt, aber es geht ja nicht darum... Also es geht ja nicht ums Verhältnis, es geht darum, was dann tatsächlich gezahlt wird. Und ihr kennt mich ja, ich bin geizig. Ich zahle keine 50.000 F-Coin für ein scheiß Jojo. Deswegen müsste man dann erst wieder abwarten und Tee trinken. Und in dieser Abwarten- und Tee-Trinken-Zeit würde man ja auch wieder Fragmente farmen. Wobei es auch sein kann, dass das neue Dungeon-Konzept, sie haben ja gesagt, gut, sie haben gesagt, sie reworken die Dungeon-Mechaniken, nicht wirklich das Dungeon-System. Aber es weiß ja keiner, was kommt. Es kann ja alles Mögliche kommen. Neue Karten, ganz anderes System, dass man keine Fragmente mehr bekommt. Vielleicht erhöhen sie die Dropraten der Karten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, denke ich mal, also rein objektiv würde ich sagen, lieber B-Karten in die Waffe und die A-Karten sparen. Aber subjektiv sage ich scheiß drauf. Ich mache trotzdem A-Karten als Jojo. Auch wenn es dann wahrscheinlich nicht in allzu ferner Zukunft ersetzt werden wird. Hoffentlich noch dieses Jahr. Oder zum Beginn des nächsten Jahres. Genau. Aber ja, wie gesagt, also das mit dem Leveln sollte sich schon ausgehen. Also ich sag mal so, erst wenn der große Stream, der FEC-Finalstream vorbei ist und ich dann noch nicht mal in der Nähe von 125 bin, dann kann man langsam anfangen zu sagen, okay, jetzt könnte es dann doch ein bisschen knapp werden oder dann könnte man anfangen, sich Sorgen zu machen. Aber wie gesagt, genau dieser besagte Stream, dieser besagte Tag liegt noch einen vollen Monat in der Zukunft. Und das heißt, selbst bei 10% am Tag würde ich bis dahin 120 erreichen. Dann an dem Tag wahrscheinlich, wie gesagt, Minimum 2 Level und dann wären es noch 3 Level. Also das... Ich sag mal so, es ist fast unmöglich, dass ich das nicht schaffe. Außer ich spiele nicht mehr. Jeden Tag.